Ich weiß nicht, ich muss mal irgendwie neue YouTube-Kanäle entdecken. Hat irgendjemand irgendwelche Newcomer, die neu sind in der Bubble? Oder, also, weil ich, wie gesagt, meine Abos begrenzen sich tatsächlich auf meine Leute hier. Deutsch sprach ich nicht, aber Matt Armstrong ist heftig, okay? Ich weiß nur, dass Matt Armstrong auch mal ein Bentley hatte. Das ist ja doch dieser Engländer, ne? Halswohl, er hat ein Lambo gekauft. Alter, Digga, da mache ich ja richtig Auge. Murcielago with a problem that nobody's been able to fix for around 7 years. And for that reason, I thought that this was a bargain. But you're about to find out why that might not necessarily be the case. So you probably saw the video where I got invited down to Everyman Racing because they had 2 Murcielagos which have sat there for 7 years. And here we have Digga, 7 Jahre lang stehen da 2 Murcielagos hinten irgendwo unter einer Plane. Das ist heftig. lamborghini Murcielago. Now, I don't know about you, but I believe everything happens for a reason. So when I've got the opportunity to potentially buy a cheap Murcielago which needs a little amount of work, I jumped at the opportunity. Ja, also ich glaube, ich kann für Deutschland sprechen. Jeder von uns würde sowas von sich den Arsch aufreißen, auch ein Lamborghini-Projekt zu haben. Also da kann ich ihn auf jeden Fall schon nachvollziehen. Aber ich glaube, der Boy, wenn ich mir so seine Abos angucke, hat ein bisschen mehr Para auf der hohen Kante als wir. Einfach 44.000 Likes. Ist halt einfach so dieser englischsprachige Drip. Der kriegt halt die ganzen Amerikaner wahrscheinlich auch und deswegen eine viel größere Community. Dementsprechend auch viel mehr Kohle, ne? Was macht der hier an Klicks? Alter, okay, ganz anderes Level. It's everything I ever dreamed of. Und englische Werbung, ja. Englischer CPM ist an sich besser als deutscher. Ungefähr doppelt so gut. Also der Typ, Alter, fetten Respekt. das könnte auch seine Halle sein, sage ich mal so. Unproblematisch wahrscheinlich bei der Kohle. And out comes the end. Nur falls jetzt wieder jemand sagt, ich wäre negativ. Leute, das ist nur eine Feststellung. Ich gönne dem alles. Mir doch Schnurzpiep, egal was er hat. Geiler Typ. Engine. Now, if you did watch the previous video, you're probably really confused right now because I had the choice of Das ist ein 12-Zylinder, ne? Oh ja. 2 Murcielagos. And as you Also nur kurz zur Erklärung, so habe ich mir das mal hergeleitet. Der Lamborghini Gallardo ist der 5 Liter bzw. 5,2 Liter V10 und der Lamborghini Murcielago, um den es jetzt hier geht, das scheint ein 12-Zylinder zu sein, dementsprechend wahrscheinlich der Vorgänger vom Digga, Huracan? Aventador, genau, der Chat. Aventador. As you can see, I've gone for the one which was in the worst condition. But I'll explain later why I did this. For now, it's time to load the car up. So fangen die besten Projekte an. Aber die Halle ist auch schon echt next level. As the Murcielago has no engine and no gearbox in it, we had to do a team effort and push it onto the trailer. And if you know these Lamborghinis, then you know they're a lot wider at the back. So we had to improvise with this by using a trolley jack just to lift up the rear of the car to get it on. Well, this is not the way I expected to buy a Murcielago, but either way, I bought one. Like that. Also echt ein richtig geiler Wagen. 7 years worth of dust on that. That's the easy part though. And now with the Mercy loaded on. Also es ist schon echt ein richtig schönes Fahrzeug. Gerade so, ich denke mal, der wird so Baujahr 2006 sein oder so. Ist schon echt heftig. Onto the trailer, we could take it from the unit. Aber der Wrap ist richtig schlecht. Hier unten sieht man, dass er foliert ist und das geht natürlich schon alles ab. Aber das ist, glaube ich, das kleinste Problem an dem Fahrzeug. Loaded onto the trailer, we could take it from the unit where it sat for 7 years back. Was der wohl gekostet hat, ich habe keine Ahnung, Chat. Ich habe keine Ahnung. Aber ich denke mal so irgendwas 90.000, also in Euro denke ich mal 90.000 bis... Ja, 90.000 glaube ich. 90.000 Euro glaube ich, roundabout. Home. Aber das ist ja nur halt für kaufen, ne? Also da kommt bestimmt mindestens nochmal 60.000 drauf. Okay. Now I know a lot of you probably think I've completely Jetzt hat er mich aber hier richtig hochgenommen mit seinem Okay. lost the plot. In fact,
you already know I lost the plot. But sometimes you buy cars with your heart and not with your head, because this is most definitely the biggest project that we've ever taken on. And I know I say that every single time, but each one tops the last one. Ja, das ist auch komplett Endstufe, was er da macht. Also was, jetzt ernsthaft, lieber Matt, auch wenn wir uns nicht persönlich kennen, was soll danach noch kommen? Also es ist doch komplett krank. There's a whole lot of room for a big V12 in here with the manual gearbox, but unfortunately it's not here just yet. But don't worry, I'll explain everything in a minute, but for now, I think we need to get the... Weiß jemand, ob der Murcielago-Motor auch irgend so ein VW-Kreuzung ist oder ist das ein reiner Lamborghini-Motor? Murcielago off the trailer. And we're off. Where do we even start with this thing? I guess we can start off driversdreamsdays.co. Also es ist ein Mietwagen offenbar. by going through the good things about Also war mal ein Mietwagen. this car. Don't worry, this won't take long. First off, it's a Murcielago. Boah, die Innenausstattung. Schwierig. Which means it comes with the signature Lamborghini doors. That also means it comes with the signature Batwing intakes. For one sport a car where... Hey, geht das so hoch oder ist es einfach nicht festgeschraubt? Und ich finde total verrückt, dass hier überall die Folie abgeht, aber trotzdem ist der Innenraum die gleiche Folienfarbe. Das fickt meinen Kopf. all the body panels seem all intact. It comes with a V12 engine. Well, this one doesn't, but they normally do. And it's a gated manual. Ah! Richtig und wichtig, weil normalerweise haben die auch diese sequenzielle E-Gear-Kack, glaube ich. It was. It is a 2002 model Murcielago. Was? 2002? Digga, das ist ja ganz anderes Level, wenn du 2002 mit so einem Ding rumgeflogen bist. Ich dachte, das wäre Baujahr 2006. Which means it's the Also dann ist es definitiv ein eigenständiger Lamborghini-Motor. pre-LP Murcielago, if I'm right. But I thought that was a solely Lamborghini car. Nothing to do with Germany in it at all. But it doesn't take much to start Okay, doch Audi. Okay, ich bin verwirrt. finding Audi logos on there. And pretty much, well, that's about it. Ich finde diese Lüftungsdüsen so schrecklich bei Lamborghini. Die stören mich beim Gallardo auch so heftig. Ja, okay. Und von innen sieht das Ding aus wie ein scheiß Audi. What the fuck? Alter, das sieht hier aus wie beim Smart. Digga, Bruder, was ist denn da los? Achso, nothing to do with Germany. Ich glaube, das war Ironie, um ehrlich zu sein. Weil warum sollte der sonst Audi, es ist, ja, Digga. Nicht Sicherungen, sondern Relais haben. But honestly, what a car this is. The feeling of just putting a door down like that, it's absolutely mental. As bad as a condition this car may be, and as green... Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist Lamborghini an sich schon heftig genug. Ich brauche gar kein hier Murcielago, sondern Gallardo würde mir schon völlig reichen. Genauso Huracan würde mir auch komplett reichen. Ich brauche keinen Aventador. Wie seht ihr das? Chat, wenn ihr jetzt komplett reich wärt, würdet ihr euch, oder genug Kohle habt, würdet ihr euch einen Huracan kaufen und auf den Aventador scheißen? Oder sagt ihr, ja, nee, scheiß drauf. So, dann muss aber auch der Aventador. Also ich bin so komplett genügsam. So, mir reicht auch ein 500er. Ich brauche keinen 63er. Ich muss nicht immer so das On-Top haben. Aber ich weiß, dass viele Leute auch sagen so, nee, das muss dann schon der Murcielago sein, statt dem Gallardo. As the interior, baby. This has been my dream since God knows how long, and to finally get my hands on one, it was meant to be. I believe it was meant to be. Are you going to be the first to drive the Murcielago? First of 7 years. First person of 7 years. Ich glaube, wenn ich Marie so die Kamera in die Fresse halten würde mit so einer Karre auf dem Hof, dann würde die mir komplett sagen, ja, wahrscheinlich, Digga. Well, you're not going far. I'm pushing. Let's get it in the unit. Fast, I don't know what you mean. Then I think we need to explain to everyone the issues with this, which are fairly obvious to the point, but also why I bought this one. Aventador sieht noch krasser aus. Ja, aber ein Huracan sieht doch auch krass genug aus. Over the other one that you might have seen, but we'll get onto that. Oh, it's quite smooth. So as Hannah starts guiding the Murcielago into the unit, let's get up the history of it using Car Vertical, who have sponsored today's video. Ach, Digga. First off,
cash. Ach du Scheiße. Sind die Injektoren oder was? So first off, welcome. Digga, was ist das für eine Halle, Mann? Was Beleuchtung, Alter, der Boden, die Beleuchtung, alles krass. Geile Halle, Mann. To the new unit, we've got ramps and we've got lights, and now we have a broken murcielago. If you remember, this was the home of the E24 BMW, but you'll find out what's going on with that in the second channel. But for now, let me show you what's wrong with this murcielago and how it's ended up like it. So first off, quite obviously, nothing is there, and it's covered in dust because nothing has been there for 7 years. But on the good side of things, we have it here, but it's not quite complete. All of this stuff is in boxes, there's bolts everywhere. Also ich weiß ja von Zallo so ein bisschen, was das alles kostet, ne? Das wird beim Murcielago wahrscheinlich nicht gerade angenehmer sein. Stuff I'm not even sure has came from this car. Also halt Lamborghini Originalteile, das ist schon ein ganz anderer Film. This is going to be an absolute nightmare to try and work out what goes where and what parts are actually missing. And unfortunately, that's just the start of it. I mentioned that the bodywork was okay, but the thing is, this car is wrapped, and it's wrapped green, but the actual colour of the car is supposed to be green. So on the door shuts and inside the door, it's this really nice sort of like pearlescent green, but when you... Alter, habe ich das richtig verstanden? Das Fahrzeug war mal grün, wurde von außen silber geduscht und dann grün überfoliert? Digga, sowas habe ich ja noch nie gehört. Start actually peeling back the wrap, we can see, well, it's far from green. These are the original 18-inch Lamborghini Murcielago alloys that comes with the car, but I don't know what's Sind die zweiteilig, serienmäßig? Heftig. happened to them because they are all cracked up. I think they've been rattle canned and the heat's got to them, and well, they look pretty bad. Ja, die Reifen sind auch ganz anderes Level. And that's not all. You haven't seen the inside yet. And then moving inside the car, it absolutely stinks in here, and there's a lot of missing parts. For some reason, there's no instrument cluster. Also ich glaube, ich korrigiere nochmal nach unten. Ich glaube, er hat dafür 70.000 € bezahlt, nicht 90. Which is kind of worrying. And then there's little bits missing, like the interior light and a few little trims and bits and bobs all over the place. So this most definitely is the next money pit. But other than that, she seems to be a good car. But now that leaves the question of how did hundreds of thousands of pounds worth of car end up like this? Das frage ich mich auch immer. Also wie hart kann man keine Gefühle für dieses Auto haben, es einfach so zu verschandeln und so einfach wegzustellen und verstauben zu lassen. So the Murcielago came from Everyman Racing, and Everyman Racing is a track experience company where people pay money to experience a track in a supercar like the Murcielago. So it was taken off the road Don't be gentle, it's a rental. or track because of a chain rattle, and you guys may have heard it on some of your cars you own yourself. When a chain needs servicing on an engine, you may hear it on cold starts. When you start it up, you might get that little rattle kind of noise, and that's exactly what was going on with the Murcielago. And the chain on an engine is what keeps everything all in time, and if that becomes too loose, then it could knock the timing out, which could cause misfires and, well, severe engine damage. Now, parts of this I may get wrong because I don't know Murcielago engines, but I'm willing to learn. In fact, I'm gonna have to learn. To stop the chain going loose like this and causing that noise, you have chain tensioners, and these are tightened up through here, and they push these guides into the chain. Habe ich das richtig verstanden? Die haben den Motor nur rausgenommen, weil die Steuerkette geklappert hat? Oder hat er jetzt einen Steuerkettenschaden? Also ist die Steuerkette übergesprungen und die Ventile haben auf den Kolben aufgesetzt? Making it nice and tight. This is what a tensioner looks like, and this is the old Ja, das ist ein Steuerkettenspanner, genau. Plastikgleitschiene. one that came off the engine. This is really worn. Und da hat sich die Steuerkette wahrscheinlich bei einem Kaltstart sehr heftig drin verewigt. And that's why the chain was probably making that Ja, okay, sie macht Geräusche, aber das ist ja noch lange kein Grund, den Motor rauszunehmen und das Ding verstauben zu lassen. noise. So the mechanic who no longer works at Everyman Racing attempted to fix this chain. To do this, you need to replace the chain, the tensioners, and all the chain guides.
Genau. And whilst you're there, you might as well do the head gasket and a lot of seals. Ja, also man kann die Steuerkette, also wenn du den Motor so raus hast, dann musst du nicht den Kopf abnehmen. Das geht normalerweise auch so, ohne da Head Gaskets, also Zylinderkopfdichtung zu machen. Aber bietet sich natürlich an, wenn der Motor schon mal draußen ist. But when he put this engine back together and then turned it over by hand, it went tight, along with some other components he took apart as well. Was? Also, und dann hat er den Motor gedreht und it went tight. Es war sehr eng. Hä? Also schwergängiger Motor oder was? Ich verstehe hier gar nichts mehr. We only have to go as far as looking at the oil pump, which I think has been rebuilt, because when you turn this, it's nice and smooth, and then it hits a point and gets tight, which, yeah, definitely shouldn't be like that. So with him spending already hours rebuilding this engine, just for it to turn tight when he's built it all back together, the boss told him to just leave it there and get on with something else. He later left the company, leaving the Murcielago abandoned. Was ist das für eine Story? Also das kann sich ja kein Drehbuchautor vorstellen. But all of this doesn't explain. Ja eben, wenn er das nahezu täglich macht und ab und zu Hilfe hat, geht es relativ zügig. Ich würde jetzt auch sagen, Murcielago Motorausbau 2 Tage zu zweit, maximal. Dann den ganzen Steuerketten-Scheiß auch maximal 2 Tage alleine. Und dann wieder Einbau, 1 Tag zu zweit. Würde ich jetzt so schätzen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das für realistisch haltet. While we're missing the instrument cluster inside the car, because that's got nothing to do with taking the engine out or doing anything with the timing chain. We do have an instrument cluster here, and when I bought the Murcielago, the deal was I would pay the asking price for the car on the basis that everything is there. And we're already finding things which are, well, not there. The chap at Everyman seems to think that the instrument cluster was removed out of the green one because either the green one or the yellow one, which we'll get onto in a minute, had an issue with them. And that issue was caused by one of the mechanics or someone that works at Everyman jumping the car with the terminals the wrong way round, therefore shorting out the car, and the only thing that he thought was broke were the instrument cluster, but whether that was on the green one or the yellow one, we don't know, and well, we're about to find out whether we get any power to this, because if it's been shorted out on this car, there could be loads of powers in the engine. Gar kein Problem sein. Up the it's huge. Just connects it up, jumper pack, find out whether it, let's do it. Let's see if we've got Also so ein Tacho zu reparieren, Digga, das macht dir, glaube ich, auch jeder Hinterhofmensch. any power whatsoever here. Oh, it smells so bad. Absolutely nothing. No lights. Ja gut, vielleicht sollte man auch nicht nur so einen Jumper ranmachen, sondern einfach mal eine neue Batterie. No buttons, no. Turns out there was a little thing amongst all the boxes, which was a kill switch. Was? That's on. Oh, fuel pump's on. We've got power. Fuel Pump ist doch gar nicht drin. Hä? Das geht ja überhaupt nicht. Ach doch, Tank ist drin. Sorry, lost. Okay, let me go again. Relay's doing everything, we're beeping. Oh, the radio's on, but yet no clocks. No. There's relays flipping flying all over the shop. Ja, läuft doch, ne? Gut, Leute, ich muss los. Wir müssen kurz den Laptop zurückgeben. 20 Uhr macht Saturn zu. Geiles Video auf jeden Fall. Gebt einen Daumen nach oben. Murcielago, denke ich, ist absolutes Geldgrab. Nochmal zum Abschluss. Also, das ist, Digga, davon würde ich so weit Abstand nehmen. Aber Gallardo könnte ich mir tatsächlich vorstellen, nach wie vor.